Herzlich willkommen zu diesem Vertec-Tutorial. Wir schauen uns heute gemeinsam die folgende Frage an. Wie blende ich in der Vertec-Leistungserfassung die Start- und Endzeit als Spalten mit ein? Wir gehen wie folgt vor. Wir schauen zunächst auf die Listeneinstellungen und schauen, was für Expressions wir setzen müssen. Dann benötigen wir noch Renderer, die schauen wir gemeinsam an. Und zum Schluss noch Tipps und Tricks. Wir starten mit den Listeneinstellungen. Ich bin als Administrator angemeldet. Das muss ich auch sein, damit ich die Listeneinstellungen editieren kann. Ich klicke hier auf die Listeneinstellungen und ich sehe im Standard hier nur die Spalte Aufwand. Zusätzlich möchten wir jetzt hinter dem Text eine neue Spalte einfügen mit der Startzeit. Das nenne ich von. Die Expression, die wir hier benötigen, können wir von der Vertec Knowledge Base kopieren. Und zwar lautet diese Expression Minutenint von. Wir erstellen noch eine zweite Spalte und nennen die bis. Dort tragen wir unsere Endzeit ein. Und die Expression lautet Minutenint bis. Wir schauen uns an, was wir bisher geschafft haben. Dazu erfasse ich mal eine Leistung auf irgendein Projekt und ich möchte eine von- und eine Biszeit eintragen. Gucken wir das mal, zum Beispiel von 12 Uhr bis 13 Uhr. Da sehen wir haben als Aufwand nur 1 Minute herausbekommen, denn hier werden tatsächlich Von- und Biszeit nur in Minuten gerechnet. Uns fehlt noch etwas, und zwar der Renderer. Ich gehe nochmal in die Von-Spalte, die wir hinzugefügt haben, und wir fügen den Renderer hier unten in dem Feld Renderer ein. Das ist der Time Renderer. Das heißt, der übersetzt uns Minuten in eine Zeitangabe. Und denselben Renderer verwenden wir hier auch noch in der Bis-Spalte. Schauen wir mal. Ich lade die Liste nochmal neu. Genau, von 0:12 Uhr bis 0:13 Uhr. Gerade eben haben wir 12 und 13 eingegeben. Das wurde als Minuten interpretiert. Jetzt gehen wir hier 12 Uhr ein und bis 13 Uhr. Und wir sehen, das wird richtig formatiert. Und der Aufwand, der resultiert, ist genau 1 Stunde. Das sieht jetzt noch nicht so schön aus. Was können wir noch tun? Zum einen sollten wir vielleicht schauen, dass beide Spalten nicht ganz so breit sind und auch gleich breit. Man kann das einmal einfach ziehen mit dem Mausschieber, aber noch regelmäßiger wird es, wenn wir das hier eintragen. Dann möchten wir auch noch, dass beide Spalten rechts ausgerichtet sind. Alle Zahlen und Uhrzeiten richten wir eigentlich immer nach rechts hin aus. So, und jetzt sieht das schon sehr gut aus. Wir können jetzt noch eine Leistung eingeben, vielleicht zu einem anderen Projekt. Ich lande hier mit meinem Tab-Stop, zum Beispiel von 14 Uhr bis 14:30 Uhr, und der Aufwand wird automatisch berechnet. Genau so kann man die Von- und Bis-Spalte in der Leistungserfassung einblenden und Achtung, den Renderer nicht vergessen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, und weitere Informationen finden Sie immer auch bei uns auf der Knowledge Base, im Forum oder im AI Support Chat.